Heute sind es 30 Grad da draußen. Deshalb habe ich mich mal hier rein verpieselt. Eigentlich die richtige Zeit, um eine kleine Aufnahme zu machen. Es geht wieder um Erinnerung eines Starfighter-Piloten. Back in Germany. Ich merke gerade, ich bin ja falsch angezogen. So sieht das schon besser aus. Freunde, die schönste Zeit ist irgendwann mal zu Ende. Und für mich zumindest war die schönste Zeit in Amerika bisher in meinem Leben. Die 2 Jahre plus ein bisschen dort waren einfach grandios. Viel fliegen, Land, Leute kennenlernen, das war's. Aber nach 2 Jahren, da sehnt man sich dann doch wieder zurück in die Heimat. Und so ist es jetzt. Wir sind wieder in Deutschland. Aber jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Jetzt soll ich zu denen gehören, die die freie Welt gegenüber dem Warschauer Pakt, dem Kommunismus, mit verteidigen. Es ist 1975, wir befinden uns in der Hochzeit des Kalten Krieges. Warschauer Pakt auf der einen Seite, NATO auf der anderen Seite und überall wird mit Säbeln gerasselt. Das ist also das Umfeld, in dem wir uns im Augenblick bewegen. Aber wir wollen erstmal klein anfangen. Für mich ist jedenfalls jetzt erstmal alles neu. Ich bin in der Staffel nicht aufgenommen worden und jetzt heißt es erstmal alles kennenlernen. Ganz viele neue Gesichter wollen verinnerlicht werden. Allein etwa 90 Piloten im Geschwader gilt es kennenzulernen. Daneben gibt es jede Menge ziviler Bediensteter und auch Kameraden der Technik, die unsere Flugzeuge vorbereiten und warten. Dann sind da noch die Leute von der Flugsicherung und die vom Wetter, mit denen wir täglich zu tun haben. Gehört natürlich auch dazu, ich sage euch, es dauert schon eine gewisse Zeit, bis man das alles drin hat. Man fängt natürlich zuerst in der eigenen Staffel an. Ich wurde der ersten Staffel zugewiesen und da gab es etwa 35 Piloten, einige Unteroffiziere und einige Mannschaften. Zuerst musste man natürlich die persönliche Ausrüstung empfangen. Dazu gehörte der Helm, der extra angepasst werden musste. Das sah so aus, dass man das Teil auf den Kopf setzte. Das war innen drin, hat es eine zweite Hülle und zwischen Außenhülle und Innenhülle, da wurde eine Masse eingespritzt, die dann fest wurde und so saß der Helm komplett und angepasst fest auf dem Kopf. Das konnte natürlich auch nicht jeder machen, das war ausgebildetes Personal und es ging so ein bisschen hin und her, bis dann tatsächlich der Hut so richtig gesessen hat. Und natürlich, jeder Pilot bekommt seinen eigenen Helm, denn jeder hat eine andere Kopfform. Als nächstes dann die Anti-G-Hose, die auch extra angepasst werden muss, aber das ist dann deutlich einfacher, weil das sind Schnüre an der Seite der Beine und die werden entsprechend des Beinumfangs dann halt entsprechend angezogen. Der Sinn dieser Hose ist zu verhindern, dass Blut vom Oberkörper in den Unterkörper absackt und dann halt das Gehirn mehr oder weniger blutleer wird und dann kann man auch nicht richtig arbeiten und nicht richtig gucken. Und das ist also der Sinn dieser Hose. Weiter gehört zur persönlichen Ausstattung der sogenannte Frankenstein, zu Deutsch ein Kälteschutzanzug. Darunter trägt man zumindest im Winter noch den Wattemann. Das ist so ein Kälteschutzanzug, aber aus Watte, also den man direkt darunter trägt. Und auch das ist natürlich größenabhängig vom jeweiligen Piloten. Das muss also auch entsprechend angepasst werden. Dann gibt es da noch weitere Ausrüstungsgegenstände wie Checklisten und nicht zu vergessen die Fliegeruhr. Die gibt es auch noch, war ein edles Teil und ziemlich ganggenau. Wir hatten in unserem Goodie-Pack, das war eine kleine Tasche, wo alle Dokumente drin verstaut waren, auch immer dabei das sogenannte En route Supplement und das für unsere Region geltende Approach Plate Booklet. Damals gab es natürlich alles noch in Papierform. Ja, jetzt haben wir fast alles. Dann gab es noch den Spind zugewiesen, wo man seine Privatsachen aufbewahren konnte und dann war man erstmal all set, zumindest in der Staffel und für die Fliegerei. Beim Refü, Rechnungsführer ausgeschrieben, musste man auch noch vorbeischauen. Von dem bekam man dann jeden Monat die Fliegerzulage bar ausgezahlt. Irgendwann später wurde das umgestellt auf Überweisung
was einen Aufschrei unter der Pilotenmannschaft zur Folge hatte. Das war nämlich ein schönes geheimes Taschengeld, wovon der Rest der Familien meistens keine Ahnung hatte. Staffelpiloten haben nicht nur die Aufgabe zu fliegen, sondern es gibt auch eine ganze Menge Nebenaufgaben, wie zum Beispiel Sportoffizier S2, Offizier für Warschauer Pakt Waffensysteme, Erkennung und so weiter oder TCTP-Überwachung. TCTP bedeutet Tactical Combat Training Program und besteht aus einer Liste von einzelnen Bedingungen, die jeweils mengenmäßig erfüllt sein müssen, um den Status Combat Ready zu erlangen oder zu verlängern. Wenn also ein Pilot alle diese Bedingungen erfüllt hat und den zum Schluss erforderlichen Checkflug bestanden hat, wurde der Combat Ready Status zuerkannt bzw. verlängert. Aber für mich war das noch in ganz weiter Ferne. Also, wie gesagt, der Staffelpilot hatte nicht nur die Aufgabe, das Flugzeug zu bewegen, sondern noch zum Teil recht fordernde Nebenaufgaben. Dazu kamen dann noch Lehrgänge, mussten besucht werden. Urlaub gab es natürlich auch. Und man wurde auch ab und zu mal krank oder hatte Bereitschaft in der QA. Von den rechnerisch etwa 220 Werktagen pro Jahr war der Pilot im Schnitt nur etwa die Hälfte der Zeit im Flugdienst. Damals war allerdings die NATO-Forderung für Combat Ready Staffelpiloten eine Flugzeit von mindestens 180 Stunden im Jahr, was die meisten von uns aber locker schafften. Natürlich fieberte ich meinen ersten Flügen entgegen. Das gab es aber erst nach einigen Tagen und nur im Zweisitzer, also der TF, zwar vorne, aber unter Aufsicht. Überhaupt, Aufsicht wurde bei uns groß geschrieben, um der Flugsicherheit Genüge zu leisten. Der nächste Meilenstein auf meinem Weg zum Combat Ready Status war dann der Europäisierungslehrgang in Jever, der ca. 3 Monate dauerte und von dem ich dann in der nächsten Ausgabe berichten werde. Wenn euch das interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr hier bleibt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.